Ja, sprechen wir darüber. Roland Carter ist jetzt bei mir, General AD. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Carter. Guten Morgen, Frau Drosten. Nun werden die Planungen ja offenbar immer konkreter, denn zumindest jetzt kursiert eine Zahl von 40.000 Soldaten, die also dann künftig in der Ukraine einen Waffenstillstand sichern könnten. Offenbar ist also der französische Präsident darüber in Gesprächen, wohl schon mit den Briten. Jetzt ist er heute in Warschau. Auch Deutschland ist da nicht mit dabei. Was halten Sie von diesen Planungen? Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das alles viel zu früh. Auf der anderen Seite muss man aber langfristig planen. Und gerade mit Blick auf die Inthronisierung des neuen amerikanischen Präsidenten, der ja mehr oder weniger über seinen Ukraine-Berater, den Herrn Kellogg, seine Pläne zumindest im Ansatz schon öffentlich gemacht hat, und das, glaube ich, ganz bewusst. Er steht natürlich im Raum, dass, wenn es zu einem Friedensvertrag kommen sollte oder zuvor zu einem Waffenstillstand, dass dort ein Sicherheitskorridor eingerichtet werden soll. Und ich glaube, der amerikanische Präsident war in dem Punkt relativ eindeutig, dass er gesagt hat, das werden wir nicht machen und auch nicht machen wollen. Das ist eine Sache der Europäer. In Konsequenz ist es natürlich, dass darüber jetzt Gespräche laufen. Was geht überhaupt? Was können wir machen? Wollen wir das machen? Was ist politisch opportun? Was ist militärisch derzeit möglich? Und dass solche Gespräche natürlich auch öffentlich geführt wird, ist natürlich klar. Natürlich wird es, wenn es zu einem Waffenstillstand kommen sollte und vor allen Dingen spätestens bei einem Friedensvertrag zu einer wie auch immer geführten Operation kommen müssen. Ich habe das vor Monaten schon mal angedeutet, dass ich mir eine UN-geführte Operation vorstellen könnte. Es könnte natürlich aber auch eine EU-geführte Operation sein. Da bin ich etwas skeptisch. Also ich bin ja, was die EU anbelangt, sowieso immer ein wenig zurückhaltend. Da wird viel geredet, da wird viel palavert, aber konkret kommt meist nicht viel bei rum. Natürlich in Sachen Verteidigung gibt es ja keine gemeinsamen Strukturen. Es gibt ansatzweise. Also man hat es versucht. Es gibt ein europäisches Hauptquartier mittlerweile in Brüssel. Es gibt auch einen sogenannten Außenminister oder einen Außenbeauftragten. Da könnte schon etwas stattfinden. Aber inwieweit das realisiert wird, das wird man sehen. Fest steht aber, die Zeit ist ja nicht mehr so lang hin. Und alle wollen natürlich, dass dieser schreckliche Krieg beendet wird. Deswegen ist es im Grunde genommen natürlich, dass darüber jetzt sich unterhalten wird. Und das muss dann auch in konkrete Planungen münden. Ich würde mir ein wenig wünschen, es würde weniger in die Öffentlichkeit getragen, weil noch viel zu viel Spekulation im Raum ist, noch viel zu viel im Unklaren ist. Und man muss ja sagen, noch sind die Voraussetzungen ja gar nicht geschaffen. Verstehen Sie in diesem Zusammenhang auch dieses direkte, abrupte Nein des Bundeskanzlers, dass solche Gespräche nicht da sind? Oder glauben Sie, das ist seinem Friedenskanzlerwahlkampf geschuldet? Für einen Soldaten sehr schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass dieses Nein nicht stehen bleiben kann. Sollte die Europäische Union sich dazu entschließen, zu einer solchen, ich sage mal, dann ja Blauhelm-Mission, einer Absicherungsmission, das wäre ja dann, und das muss man deutlich unterscheiden, kein Einsatz im Rahmen eines Artikel 5 NATO-Vertrags, also ein Kampfeinsatz. Das wäre ja in der Tat wieder ein friedensschaffender und später mal ein friedenserhaltender Einsatz im Rahmen der UN-Charta. Also insofern sollten sich die Europäer dazu entschließen, und Macron ist da ja sehr führend im Augenblick, dann bin ich sicher, wird Deutschland nicht Nein sagen können.